Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und ihr fragt euch bestimmt, wo sind sie, was machen die, warum ist es hier so grün? Der letzte Stand war ja, dass wir Big Shrek in eine Scania-Werkstatt gegeben haben, einfach um ihn durchzuchecken lassen wegen dem Unfall und auch um die ganzen Servicearbeiten durchzuführen. Und darum haben wir jetzt natürlich auch kein Zuhause mehr, weil der ja in der Werkstatt steht. Und jetzt haben wir uns für ein paar Tage ein Apartment genommen in Mexico City, um uns die Stadt ein bisschen anzuschauen. Das mache ich jetzt im Moment noch alleine, weil Thiago, der ist noch ein bisschen am Arbeiten und mich zieht es dann meistens schon früh ein bisschen raus. Hier ist es auch so ein bisschen Frühlingstemperaturen im Moment, also sehr angenehm. Tagsdurch wird es so 20 Grad, jetzt im Februar, und für mich die optimalen Bedingungen. Ja, und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen das Viertel hier an. Wir sind im Viertel Roma Norte. In Mexico City gibt es ganz viele verschiedene Stadtteile und das ist eines der, ja, historisch gesehen, von den Gebäuden her, das charmanteste. Und ich freue mich, euch hier ein bisschen mitnehmen zu können. Für ein paar Tage wohnen wir im Stadtviertel Roma Norte in Mexico City. Ein Quartier, das sich sofort gut anfühlt. Breite, baumbestandene Straßen, viele kleine Cafés, Bäckereien und Boutiquen. Alles spielt sich draußen ab. Hier mischt sich alte Architektur mit modernem Design. Jugendstilhäuser stehen neben coolen Concept Stores und Coworking Spots. Roma Norte gilt als eines der kreativsten Viertel der Stadt. Viele Künstler, Fotografen und junge Unternehmer leben hier. Entsprechend lebendig ist die Stimmung. Man fühlt sich schnell zu Hause. Das Viertel ist gut zu Fuß machbar, sicher, entspannt und perfekt, um Mexico City langsam kennenzulernen. Mexiko liegt auf 2200 Meter Höhe. Das ist sehr, sehr weit oben und man merkt das auch, wenn man jetzt hier ein bisschen hochläuft und es ein bisschen anstrengender wird, dann geht die Pumpe ganz schön. Ihr könnt uns jetzt die Obertouristen nennen, aber wir lieben diese Hop-on-Hop-off-Busse. In kurzer Zeit bekommt man einen richtig guten Überblick und merkt erst, wie riesig diese Stadt wirklich ist mit seinen 20 Millionen Einwohnern. Was viele nicht wissen: Mexico City wurde auf den Überresten von Tenochtitlan gebaut, der Hauptstadt der Azteken. Nach der spanischen Eroberung im 16. Jahrhundert entstand hier das Zentrum von Neuspanien. Jahrhunderte später, 1810, begann der Kampf um die Unabhängigkeit von Spanien. Der berühmte Grito de Dolores gilt als Startschuss der mexikanischen Unabhängigkeitsbewegung. 1821 wurde Mexiko schließlich unabhängig und Mexico City wurde zum politischen und kulturellen Herzen des Landes. Guten Morgen! Heute ist Dienstag und es ist schon wieder soweit. Biggie ist fertig. Wir haben ein bisschen Mexico City angeschaut und dieses wunderschöne Apartment genossen. Also es hat schon gut getan, mal ein bisschen Platz zu haben. Duschen länger als 1 Minute. Das hat alles wirklich sehr, sehr gut getan. Und jetzt freuen wir uns aber wieder zurück zu unserem großen Dicken zu gehen. Das Wetter heute sieht auch gut aus. Wir sind sehr gespannt, was sie alles machen konnten, wie sie es machen konnten, wie Biggie jetzt aussieht, weil wir haben ihnen gesagt, ob sie mit der Kiste, die wir vom Unfall hatten, entweder, dass sie diese richten sollen oder dass man die dann halt wegnimmt. Weil, ja, irgendwie, wir haben dort noch die Luftkissen drin und zu denen kommen wir im Moment nicht, weil das alles so verdreht und verkantet ist, dass man die gar nicht erreicht. Und darum haben wir ihnen jetzt gesagt, ja, wenn es nicht anders geht, dann sollen sie es wegmachen. Wir lassen uns überraschen, mal schauen, wie es
gekommen ist und ob wir weiterfahren können. Da sind wir wieder. Wir haben ihn zurück. Hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Das stimmt. Aber von hier aus sieht alles super aus. Ja. Jetzt warten wir noch kurz, bis da die Leute hier kommen von Scania. Machen wir kurz einen Rundgang, was alles gemacht wurde. Und dann zeigen wir euch natürlich, wie er sich verändert hat. Und wir hoffen, dass alles funktioniert. Leute, seht euch das an. Das hier ist die Scania in Tepozatlan. Wie modern das hier alles aussieht. Und hier gibt es auch den Supermotor für die Scania Freaks unter euch. Hier, also auch den gibt es hier schon. Und für die, die ein gutes Auge haben, da hinten ist unser Fahrzeug. Und jetzt gehen wir zu einem kleinen Essen. Wir werden eingeladen. Und das freut uns sehr, dass bei Biggie alles geklappt hat. Und jetzt gehen wir mal was essen. Jetzt haben wir noch ein Essen bekommen hier. Ja, Leute, seht euch das an. Das ist eine Spezialität sein von hier. Wir haben es noch nicht probiert. Es hat sicher was mit Mais zu tun, so wie es aussieht. Und eine Suppe dazu. Oder eine Schokoladenmilch, wer Oder weiß. eine Schokoladenmilch, wir wissen es noch nicht. Aber richtig nett von denen. Freunde, wir haben es rausgefunden, das heißt Tamales. Haben wir noch nie gegessen. Sieht richtig lecker aus. Ich glaube, Tamales heißt in Mexiko einfach so eine Art wie Snack oder wie wir in der Schweiz sagen, ein Sphiri oder Znüni. Genau. Und das ist jetzt mit Mais eingewickelt, so eine Art Polenta mit Jalapenos. Und da haben wir noch so eine Schokoladenmilch bekommen. Also sehr lecker. Ist richtig lecker. Wir verhungern nicht in Mexiko. Nein, definitiv nicht. Das ist richtig toll hier. Die sind auch total nett. Leider hat das mit dem Kotflügel nicht geklappt, aber das zeigen wir euch gleich noch. Weil die Lieferzeit war 4 Wochen. Und so lange können wir nicht hier warten. Deswegen ist es jetzt halt so, dass der Kotflügel halt nicht repariert wird. Aber was soll's? Der Service wurde gemacht, alle Öle wurden ersetzt. Alle Filter wurden ersetzt. Alle Filter wurden ersetzt. Klimaanlage wurde Genau, die gereinigt. Klimaanlage haben wir gereinigen lassen und desinfizieren. Und ja, und jetzt nach dem Essen müssen wir noch zahlen. Deswegen gibt es wahrscheinlich vor dem Zahlen das Essen. Das verrechnen sie uns auch noch. Wahrscheinlich. Egal, es ist auf jeden Fall ganz lecker. Schaut euch mal das Bild an. Wow, echt cool. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ist richtig modern hier. Es ist so alles ein bisschen im skandinavischen Stil eingerichtet, mit viel Coworking Space und Telefonkapseln und coolen Meetingräumen. Ja, echt cool. Für uns geht es jetzt mal raus zum Biggie und dann schauen wir mal, wie der Biggie so aussieht. Jetzt sind wir wieder zurück und ihr seht zum Beispiel hier, wir haben das ganze Fahrzeug abschmieren lassen. Also das heißt, überall alle Schmierpunkte wurden gemacht. Die Achsöle wurden getauscht, die Filter wurden getauscht, also Dieselfilter, Luftfilter, Zusatzdieselfilter und. Also da haben wir wirklich, waren wir nicht knausrig, haben wir jetzt gesagt, geben wir alles, lassen wir alles noch einmal machen. So in der Mitte der Reise. Und ja, wenn ihr mir mal mitkommt jetzt, seht ihr, dass vorne hier haben sie es auch gerichtet. Es ist natürlich nicht mehr so wie original, ist ja logisch. Es ist jetzt auch ein bisschen schief, aber es hält und es funktioniert wieder. Der Mechanismus, um das runterzumachen, die Kabine zu kippen, die funktioniert wieder. Somit sind wir wieder safe, wenn mal irgendein Problem auftauchen würde. Und hier war die große Kiste, die jetzt da ist. Leider. Grüße gehen raus an den Martin, falls du schaust, Martin. Ist hart. Es tut weh im Herzen, weil viel Arbeit hinter der Kiste steckt.
Und naja, aber wir haben uns dazu entschieden, sie wegzumachen, weil sie nicht mehr zu gebrauchen war und deswegen besser wegmachen. Den Kotflügel hier konnten sie leider nicht ersetzen. Die Teileverfügbarkeit war hier so ein großes Thema. Und dass es etwas Spezielles ist, müssten sie das ungefähr 4 bis 5 Wochen im Vorhinein bestellen. So lange Zeit haben wir nicht. Deswegen, es stört uns nicht irgendwie etwas kaputt, so dass man nicht mehr fahren kann, sondern es ist halt einfach ästhetisch nicht so schön. Aber es passt hier zu Mexiko, weil die ganzen Karren haben hier sowieso alle Beulen. Das war unsere Kiste, die Thiago gemacht hat. Und die haben sie jetzt weggenommen, weil hier war nichts mehr zu retten. Sie haben uns gefragt, ob wir sie mitnehmen wollen. Aber das wollen wir nicht, gell? Nein, leider nicht. Aber man sieht ja schon, wie ziemlich deformiert ist. Also. Ja, und er hat auch gesagt, es war sehr, sehr hartnäckiges Material, um das alles wegzubekommen. Obwohl es Aluminium ist. Ja, eigentlich. Stimmt. Aber die ist riesig. Mir war das gar nicht so bewusst, dass die so groß ist. Jetzt wird uns sogar noch AdBlue aufgefüllt, damit wir uns um das auch nicht mehr kümmern müssen. Danach dürfen wir sogar noch Wasser füllen bei ihnen. Und dann sind wir eigentlich wieder ready to hit the road. Die haben das echt super gemacht. Das sind alle so freundliche Menschen hier. Wir konnten uns lediglich auf Spanisch verständigen, aber es hat eigentlich gut geklappt. Und währenddessen, wenn sie Fragen gehabt haben, die wir nicht ganz verstanden hätten, haben sie uns auf WhatsApp geschrieben, was alles gemacht werden soll oder was sie gerade am Machen sind. Und so hat es sehr, sehr gut geklappt. Also, falls jemals jemand mit dem Scania nach Mexiko kommt, Mexico City is the place. Leute, der Fahrstil in Mexiko ist für uns, sagen wir mal, schwierig. Uns steckt der Verkehrsunfall noch immer in den Knochen und entsprechend fährt man hier nicht ganz so entspannt. Was die Mexikaner beim Autofahren machen, ist teilweise alles, nur nicht fahren. Am Handy, essen, diskutieren, zwischendurch hupen, währenddem man gefühlt millimetergenau an allem vorbeischrammt. Da werden enge Straßen, parkierte Autos und tiefhängende Stromkabel plötzlich zum kleinsten Problem. Zum Abschluss vom Tag durften wir uns dann noch rückwärts in den Verkehr einfädeln. Das war dann definitiv wieder genug Action für heute. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind bei den Pyramiden nordöstlich. Stimmt das? Das stimmt. Nordöstlich von Mexico City.
Haben heute Biggie abgeholt, sind hierher gefahren, waren noch einkaufen. Und jetzt gönnen wir uns ein nettes Abendessen auf dem Campingplatz hier. Und ich bin doch wieder ein bisschen geflasht, wie die hier fahren. Das ist der Wahnsinn. Also, man würde es kaum glauben. Ich bin schon an vielen Orten Auto gefahren. Brasilien, Asien und so weiter. Aber Mexiko hat bis jetzt noch nichts geschlagen. Echt krass. Aber nichtsdestotrotz, wir sind safe angekommen und genießen jetzt noch den Abend. Und morgen geht's zu den Pyramiden. Seid gespannt. Was wir euch nicht gezeigt haben und auch noch nicht erzählt haben, bevor wir Big Shack abgegeben haben bei der Scania, lagen wir beide komplett 2 bis 3 Tage flach. Oh ja. Wir haben uns richtig gute, günstige Tacos gegönnt. Ich glaube, die waren irgendwie 50 Cent oder so. Ja, die waren so günstig und wir haben uns so gefreut, weil das waren die ersten Tacos nach der Baja California und dort war es doch eher teurer. Dann haben wir das sehr, sehr genossen. Thiago hat sogar noch Tacos mit Kutteln genommen. Oh, das war lecker. Oder Rindskopf, hattest du auch noch. Ja, genau. Und ich habe einfach die ganz normalen Tacos El Pastor genommen. Und am nächsten Tag ging es mir so schlecht. Also das war wirklich, flach. Ich konnte nichts machen, konnte mich nicht bewegen. Einfach übel, kam von oben und unten raus. Und einen Tag später hat es Santiago erwischt. 2 Tage später. 2 Tage später. Ja, so konnten wir uns immerhin gegenseitig ein bisschen pflegen. Pflegen, ja. Aber das war echt nicht so wichtig. Und das ist jetzt das erste Mal wieder mexikanisches Essen. Wir tun uns auch ein bisschen schwierig. Es kommt schon gut. Aber es ist Das Restaurant sieht richtig gut aus. Es sind die einzigen Gäste. Der Biggie steht da hinten irgendwo. Ja, da hinten sind die Pyramiden, wo wir morgen hingehen. Und heute gönnen wir uns jetzt nochmal mexikanisches Essen, mal das erste Mal wieder, nachdem es uns nicht so gut gegangen ist. Ja, und was möchten wir anbringen? Coca-Cola Zero im Glas. Das haben wir noch nie. Leute, schreibt es doch mal in die Kommentare. Aber ich bin der Meinung, dass das Coca-Cola aus der Glasflasche einfach besser schmeckt. Lasst uns wissen, ob ihr das auch so findet. Hey Leute, wir sind jetzt hier über den Campingplatz gelaufen und es gibt hier tatsächlich noch eine Telefonkabine. Hey, wer weiß das noch, wie das war damals, besonders an unsere jüngeren Zuschauer. Mit dem Teil kann man telefonieren. Das war damals so, als es noch keine Handys gab. Danke wie immer, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns nächste Woche.